Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Miniatur Wunderland Lockdown Update. Wir möchten uns am Anfang ganz herzlich bei euch bedanken, denn unser Weltrekordvideo ist durch eure Hilfe wirklich um die Welt gegangen. Wir haben aus der ganzen Welt Rückmeldungen bekommen von Nachrichtensendern, von Portalen, von anderen Videoseiten. Ich schätze, dass über 100 bis 200 Millionen Menschen unser Video gesehen haben. Das sind jeder 50., 60. Mensch auf der Welt. 2840 Gläser, 28 Titel haben uns weltberühmt gemacht. Danke, dass ihr uns um die Welt geschickt habt. Jetzt wollen wir mal zeigen, was wir die letzten Wochen gemacht haben. Das war ein ganz besonderes Thema, was wir euch eigentlich noch nie gezeigt haben. Denn seit der Lockdown ist, können wir uns mal um unsere über 1000 Züge kümmern. Die sind im Alltagsbetrieb immer mal hier und da angeeckt, haben Fehlerchen gemacht. Und jetzt konnten wir uns ganz viel Liebe diese Züge uns mal anschauen. Warum machen die eigentlich Fehler? Haben ganz viele Testfahrten gemacht und haben euch tolle Bilder zusammengestellt. Anfangen soll dieses Lockdown-Update aber mit einem ganz kleinen Versorgungsschiff für unseren Ørsted Windpark. Da steckt so viel Arbeit drin, das wollten wir euch nicht vorenthalten. Also schaut mal selbst. Die Firma Ørsted ist auf uns zugekommen. Das ist ein grünes Energieunternehmen, die unter anderem große Windparks bauen, Offshore-Windparks. Und da haben wir gesagt, ey super, uns ist auch die Zukunft des Planeten sehr wichtig. Und wir haben eine Bohrinsel in Skandinavien, die uns auch schon länger ein Dorn im Auge ist. Weil da wird eben das alte fossile Brennmaterial in die Luft gepustet. Und wir bauen noch lieber einen Windpark hin. Also die großen Windräder, die offshore im Meer stehen. Und das haben wir gemacht, das war wunderbar. Und jetzt brauchen wir aber noch ein Versorgungsschiff, was die Servicetechniker eben zu diesen Windrädern hinbringt, um die zu warten. Das Schiff zu zeichnen war ganz schön aufwendig, hat mich ungefähr 2 Wochen gekostet. Und zwar deshalb, weil es sehr leicht sein muss, weil es eben an so ein Windrad mehr oder weniger angedockt ist, mit Ebbe und Flut hoch und runter geht und dadurch sehr leicht sein muss. Es hat zwar keinen Motor, ist auch nicht in die Software der Schiffssteuerung eingebunden. Da musste ich nicht viel investieren, aber die Teile mussten eben sehr leicht und dünnwandig sein und trotzdem konstruktiv musste alles passen. Aber ich habe es hingekriegt und jetzt schauen wir über die Schulter, wie ich es baue. Hier seht ihr die Windkraftanlage von Ørsted und an dieser Treppe werde ich nachher das Schiff platzieren, wenn es fertig ist. Ihr habt ja gesehen, ich habe es gefräst, habe es grundiert, es ist fertig zum Lackieren. Wenn ich es dann lackiert und zusammengebaut habe, dann muss ich noch mal testen, ob es schwimmt oder ob es nicht durch die ganze Farbe zu schwer geworden ist. Und wenn es dann gut schwimmt, dann kriegt es der Leo zum Beleuchten. So, ich bin aufgeregt. Der letzte Test steht an. Wenn das Schiff jetzt zu schwer ist oder zu viel Tiefgang hat, dann muss ich nochmal von vorne anfangen. Aber wenn es klappt, geht es in die Beleuchtung zu Leo. Ich probiere es mal aus. Es fährt. Ja, wunderschön. Da wir jetzt ja nur gecheckt haben, dass das schwimmt, kann ich das nehmen und versuchen, das zu beleuchten. Schwierigkeit dabei ist logischerweise, möglichst wenig Gewicht zusätzlich in das Schiff reinzubringen. Aber Nico hat das ganz gut vorbereitet. Dadurch, dass es so schön hohl ist, habe ich viele Möglichkeiten, diese kleinen, fiesen Kupferlackdrähte reinzubauen. Und schwierig wird halt eben hier jetzt überall die Scheinwerfer anzubringen, die im Original an dem Schiff auch dran sind, um das Schiff schön zu beleuchten bzw. auszuleuchten, damit die Arbeiter auch eine Menge Licht haben und nicht stolpern. Mal sehen, vielleicht kriegen wir das gut hin. Ja, das ist das Verrückte im Wunderland. Man geht so die Anlagenkante entlang und hier und da sind Details, die nimmt man gar nicht so wahr, dass die Stunden an Arbeit gekostet haben. Dieses kleine Schiffchen nimmt Holger jetzt mit nach Hause, wird 2-3 Wochen lang noch dran beleuchten, hat uns übrigens versprochen, das mit dem Handy zu filmen. Wir können euch also später Filmmaterial davon zeigen. Jetzt aber erstmal zu unseren geliebten Zügen und die viele Zeit, die wir hatten, mal die ganzen Fehlerchen zu beheben. Wir haben ja leider schon seit vielen Monaten und Wochen wieder geschlossen, befinden uns im Lockdown und im Lockdown machen wir einmal die Woche Erhaltungsbetriebe. Das heißt, wir stellen uns einmal die Woche vor, der Gast wäre hier und wir machen einen Dauertest mit der gesamten Anlage. Wir fahren alles so, als wäre der Gast auch wirklich hier. Was wir in einem normalen Tagesrhythmus
meistens nicht schaffen, ist uns auch allen Fehlern, die hier auf der Anlage passieren, also alle Züge, die entgleisen und so weiter, auch den Fehler wirklich immer rauszufinden. Was ist denn da genau passiert? Ist es die Weiche? Ist es der Zug? Ist es die Achse? Ist es das so und so viele Drehgestell? In welchem Wagen? Und so weiter und so fort. Diese Chance haben wir noch nie so doll gehabt wie jetzt im Lockdown. Und das ist natürlich einerseits tragisch, aber für uns genial. So, und die versuchen wir zu nutzen. Und insofern haben wir hier die ganzen letzten Wochen und Monate haufenweise Züge runtergenommen, durchgewartet, also wirklich mal alle Kleinteile wieder überprüft und die Achsen, ob die richtig gut laufen und so weiter, haben die hier Stück für Stück alle wieder auf die Anlage gebracht. Und jetzt, wenn die auf der Anlage sind, geht es immer darum, ganz bewusst mit dem Zug eine Testfahrt zu machen. Also das heißt, ich lasse diesen Zug jetzt wirklich alle Strecken, die er fahren muss, manuell durchfahren und ich gehe dann immer mit. Und ich gucke mir auch genau an, okay, was hat er denn da gemacht und ruckelt er darüber? Oder, ne? Und dann wird immer besprochen, okay, muss da vielleicht was an den Weichen noch gemacht werden, muss noch was an den Gleisen gemacht werden? Wo können wir vielleicht noch nacharbeiten, damit das Ganze in Zukunft einfach noch ein bisschen reibungsloser läuft? Heute war die Schwierigkeit, dass wir viele Wagen aufgestellt haben, die ein Heimatgleis haben und dort waren keine Loks zur Verfügung. Es macht aber schon Sinn, diese Wagen aufzustellen, damit sie auf gar keinen Fall verloren gehen. Und diese Heimatgleise können wir nicht digital verschieben, die sind fest programmiert und wir müssen dann diese Wagen auf dieses Gleis stellen. Und das kann manchmal sehr weit hinten sein. Zum Beispiel bei der USA gibt es 35 Wagen in einem Stück und wir haben Wagen 8. Oder Wagen 14, so mittendrin. Und da wollen wir nicht komplett die Wagen einmal auseinanderziehen. Es ist wirklich nur ein Zack, Zug rein, wieder ranstecken. Und dafür würde es sich nicht lohnen, den gesamten Zug einmal aus dem Heimatgleis zu zerren. Wir haben jetzt hier so eine Beispielskiste. So sieht unser Wagenausgang aus. Jeder Sticker, den man hier sieht, repräsentiert einen Wagen, eine Wagennummer, die fertig ist, die ist repariert worden und ist nun bereit aufgestellt zu werden. Und wir haben in den letzten 3 Tagen so um die 30 volle Kisten Wagenausgang aufgestellt und 6 volle Kisten Loks. Das heißt, wir haben relativ viele Züge vervollständigt und auch abfahrbereit gemacht. Ich würde sagen, würden wir die morgen alle abschicken, gäbe es viel zu sehen. Ja, der Tag ist fast vorbei. Das Team hat gut gearbeitet, sich einfach immer stetig wieder Projekte genommen und Zug für Zug sind sie vorangeschritten. Und das ist nämlich auch genau die Kunst. Wenn man das große Wunderland sieht und über 1000 Züge mit weit über 10.000 Wagen oder so, dann kann man sich sehr, sehr schnell darin verlieren. Dann fragt man sich, wo fange ich jetzt eigentlich an? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da den Beginn macht. Man muss anfangen, weil ansonsten kommt man nicht voran. Und ja, insofern sind uns heute nicht nur an den Zügen Dinge aufgefallen, die wir verbessern konnten, sondern zum Beispiel auch an der Anlage. Also das heißt, es gab bestimmte Weichen, die uns aufgefallen sind, wo zum Beispiel zwischen den Weichen ein kleiner Versatz ist, wo unsere Gleisbauer jetzt einfach nochmal nacharbeiten können, weil ansonsten unsere Züge da immer rüberruckeln und irgendwann gibt es den einen, der dort das Problem hat und entgleist. Wir haben auch eine Delle im Gleis gefunden, wo zum Beispiel das gerne mal passiert, dass ein Funkgerät auf die Anlage fällt, weil man sich drüber beugt und dann mit Schmackes oder es steht jemand drauf auf der Anlage, der eigentlich nur an einen anderen Zug kommen wollte und einen Fehler beheben. Das sind alles so Sachen, die wir heute auch festgestellt haben. Und vor allen Dingen haben wir auch den einen oder anderen Fehler in Zügen wirklich festgestellt, dass zum Beispiel Wagen nicht richtig gekuppelt sind. Also das heißt, der Wagen 5 steht an der Position des Wagen 8. Und das ist bei uns gereiht und das hat auch seinen Grund, denn die Software braucht das für die Steuerung, damit sie da einfach das Ganze möglichst sicher und automatisch steuern kann. Das haben wir also auch in Teilen behoben und so arbeiten wir uns stetig voran. Und hin und wieder müssen wir uns eingestehen, auch wir machen Fehler. Freddy darf es nicht wissen, aber es passiert. Menschliches Versagen und das merzen wir hier auch mit aus.
Ja, das war's mal wieder für heute. Ein Lockdown-Update geht zu Ende und beim nächsten Mal werden wir euch was ganz Besonderes zeigen. Und zwar, ach nee, jetzt hätte ich ja fast einen Fehler gemacht, aber im Wunderland macht ja überhaupt gar keiner einen Fehler. Nee, wir wollen euch nämlich überraschen und vielleicht sorgt ihr auch ein bisschen mal dafür, dass das Richtige gezeigt wird, was ihr gerne sehen wollt. Wir haben nämlich so wahnsinnig viele Themen gerade gleichzeitig. Wir haben drüben den Speicher angefangen auszubauen, weil wir Anfang Mai dort Rio de Janeiro anfangen aufzubauen. Interessiert euch das? Schreibt es in die Kommentare. Oder die Brücke, die ist jetzt auch fertig gebaut und wir fangen sogar schon an, die ersten Modelle dafür zu bauen. Wir bauen Provence fertig. Wir sind in Monaco dabei, die letzten Häuser zu beleuchten und aufzustellen. Formel 1 ist ein Thema. Wir machen hier jeden Tag weiter Sanierung im Wunderland. Was interessiert euch am meisten? Schreibt es einfach mal in die Kommentare und dann zeigen wir das euch in den nächsten 2-3 Wochen mal wieder in den Lockdown-Updates. Das war's jetzt wirklich für heute. Bleibt gesund und munter und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich schaut ihr wieder zu.